Moin Leute, was geht ab? Willkommen, willkommen. Wir wollten mal wieder einen neuen Dungeon Guide machen, und zwar geht es heute wieder um eines der anderen Dungeons, und zwar um Anonymous. Anonymous wurde ja genervt vor kurzem, seit dem neuen Patch. Da haben sie ja den Kopimismus, die Passive haben sie ja verändert. Davor war ja das Problem, dass der Skynet Weaver ja auch die Fähigkeit Aktionsleiste füllen kopiert hat, was man ja nicht kontern konnte, weil es gibt ja kein Debuff, das kontert. Wurde jetzt entfernt, es wurde jetzt ja in den Hero-Modus eingefügt. Ähm, Deswegen haben wir den jetzt hier nicht mehr drinne. Bedeutet, wir haben, also Kopimismus ist jetzt nur noch, erhält jeden Buff, den ein Gegner wirkt, sofern der Boss diesen Buff nicht bereits besitzt. Beim Angriff hat jeder eigene Buff eine Chance von 20% einen Buffs vom Ziel zu entfernen. So. Dadurch, dass das jetzt entfernt wurde, können wir gewisse Elements benutzen, wie zum Beispiel den Ganzlinger in Feuer, aber auch die Scharfschützin im Feuer können wir jetzt mittlerweile benutzen. Und deswegen habe ich jetzt ein neues Team gebaut, was Free-to-Play ist. Ihr seht es hier. Ähm, und wollte euch das jetzt auf jeden Fall auch nochmal kurz einmal zeigen, wie das Team läuft. Das ist eigentlich ganz passabel. Läuft bei 2 Minuten 10, 2,20 so Pi mal Daumen. Also ist ganz okay, weil ich habe jetzt auch wieder von einem Zuschauer erfahren, dass er noch ein Problem hat mit dem Team, oder besser gesagt mit dem Dungeon, und kein Team hat, weil er keine 2 Dodo-Reiterinnen hat an Licht. Ähm, ja, vielleicht auch nicht den Irrlichtfänger so stark gebaut, dass er hier durchrusht, in Anführungszeichen. Das kann ich auch nochmal vielleicht zeigen, wie die Stats sein sollten, vielleicht für den einen oder anderen, der vielleicht noch den Irrlichtfänger bauen möchte. Ja, also gibt einiges, was ihr da beachten solltet. Der Lichtfänger muss auf jeden Fall stark genug sein. Vor allem guckt, dass ihr genug Inspirierungssets auf euren anderen Elements habt. Das Team hat halt bei mir nicht so viel Glück. Man kann mehr Glück drauf packen, früher oder später, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin zu faul, um jetzt noch extra Glück drauf zu packen. Aber ja, sollte man auf jeden Fall noch machen. So. Also das Team läuft eigentlich sehr stark, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie Probleme macht. Es ist stabil, definitiv. Ja, also momentan ein sehr, sehr gutes Team. Wenn ihr die Möglichkeit habt, baut den Revolverheld auf Echo. Weil der Revolverheld ist einer derjenigen, die auf Echo-Sets auf jeden Fall sehr, sehr stark sein können. Weil dieser Zusatzangriff, den er macht, ist halt eine Aktionsleiste macht, ne? Also es ist ja, ich glaube, der macht mit dem ersten Skill 2 Hits oder 3 Hits. Irgendwie sowas. Da können wir kurz schauen. Sekunde. Waren es jetzt 2? Ich glaube 2. Mit Echo wären es dann halt 3. Hier zum Beispiel bei Markieren auch gerade mit 2. Durch den Zusatzangriff. Jetzt ist gerade, wer ist denn gestorben? Ach, die Scharfschützin ist gestorben. Hat die vielleicht keine Bauteile? Naja, ist aber auch egal, weil das Team läuft trotzdem stabil. Können gleich nochmal schauen. Kann sein, dass meine Scharfschützen keine Bauteile hatte, weil ich irgendwie gerade umgebaut hatte noch. Ja, 2,30 ist auch fein. Ist jetzt der längste Run gewesen, den ich jetzt hatte. Aber ist okay. Schauen wir mal. Doch, sie hat Bauteile, okay. Vielleicht war sie jetzt nicht gebaut, muss ich fairerweise sagen. Sie hat viel HP. Sie hat halt kein Attack. Ihr könnt sie natürlich auch auf Attack bauen und versuchen halt dadurch mehr Damage zu machen. Geht natürlich auch, völlig fein. Ähm, ja, also das Team läuft eigentlich sehr stabil. Ich hatte bis jetzt noch keinen Wipe gehabt oder so. Das war jetzt der längste Run. Ist auch völlig fein. 2,30. Zwischen 2 und 2,30 ist alles fein. Ähm, Ansonsten, genau, um euch kurz mal die Bauteile zu zeigen. Also ich habe den jetzt hier auf Echo-Set. Einfach nur ein Zusatzangriff 40%, weil, wie ich gesagt habe, greift Feinde zweimal an. Zusatzangriff heißt dreimal an. Bedeutet, die passive Aktionsbalken nochmal um 15% erhöht. Also sehr, sehr cool.
Kann ich euch wärmstens empfehlen. Ihr könnt hier auch auf Glück gehen, ist völlig fein. Er muss nicht mal so schnell sein. Würde ich sogar empfehlen, direkt auf Echo zu gehen. Sekunde, auf Glück. Haben wir da was? Ja. Wir machen es jetzt einfach mal hoch. Nicht so gut, aber vielleicht kann ich es nochmal umspielen. Nee. Vielleicht habe ich auch bei tödlich was. Das wäre natürlich noch besser. Ach, guck mal. Ja. Weil wir haben hier Kritrate 16%, die brauchen wir natürlich wieder. So, dann nehmen wir natürlich sowas. Ah, perfekt. Sehr schön. Das sieht sogar nicht mal schlecht aus, muss ich fairerweise sagen. Sehr gut. Jetzt haben wir sogar zu viel. Ah, weil wir jetzt tödlich Zeit haben. Okay, nevermind. Dann machen wir das tödlich wieder raus. Können jetzt gucken, dass wir hier vielleicht irgendwas mit Geschwindigkeit haben, was völlig fein ist. Warum haben wir so viel Kritrate? Okay. Naja, wir können auf jeden Fall sehr viel dann wechseln. Hier zum Beispiel, genau. Wir können auch gucken, dass wir vielleicht Angriff nehmen. Na, haben wir wohl nicht. Oh, hat auch nicht so viel Crit Rate. Naja, nicht so schlimm. Ich habe jetzt nichts Besseres leider. Nein. Aber auf jeden Fall, so könnt ihr ihn auch spielen. Ist völlig fein. Ihr habt dann, guck, also jetzt haben wir 38% Glück. Kommen jetzt ungefähr auf die 100%. Können wir mal laufen lassen, dann seht ihr auch den Unterschied. Ah, sind wir wieder back. Ja, die Scharfschützen ist irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht warum, also normalerweise 16.000 HP ist nicht schlecht. Das ist schon super fein. Aber sie kriegt auch die meisten Hits, weil sie die meisten Multi-Hits hat. Also ihr könnt natürlich auch die Scharfschützen auswechseln, wenn ihr fehlen solltet. Es gibt so viele andere Alternativen. Ich kann auch gleich ein paar Alternativen zeigen. Weil die Crit Rate brauchen wir ja quasi gar nicht von ihr. Ich habe sie einfach nur genommen, weil sie halt den AOE Pushback hat. Und wieder 2,27. Aber wir haben dafür viel, viel mehr Glück jetzt. Das ist auch völlig fein. Also hier, ne? Schön auf Glück. Ihr müsst ihn natürlich nicht auf Echo bauen. Also es ist einfach nur ein Ratschlag oder ein Tipp von mir, ihn auf Echo zu bauen. Weil es halt einfach die Passive halt besser macht. Weil ihr habt dann die Chance auf 3 Hits, hier sogar auf 2 Hits. Macht es halt deutlich angenehmer vielleicht für später. Ansonsten, was kann ich euch noch empfehlen? Ihr könnt natürlich gerne die Scharfschützen rausnehmen. Ihr könnt natürlich, ich meine, wahrscheinlich hat sie jeder, bis auf mich auf meinem zweiten Account. Definitiv eines der besten Edelmons, die ihr benutzen könnt. Vielleicht zeige ich euch nochmal kurz die Scharfschützen. Ich glaube. Oder hatte ich sie gerade gezeigt? Doch, ich hatte sie gezeigt, denke ich, gell? Ja. Ja. Also auf Inspirierungssets, Crit Rate muss ja nicht mal so hoch sein. Also ihr könnt auf 70% gehen, damit sie immer crittet. Ihr könnt auf Attack gehen. Ich habe es halt mehr auf Tanky gebaut. Genauigkeit ist halt wichtig dann, damit die Skills funktionieren. Ich habe auch schon bei einem oder dem anderen auch immer noch gesehen. Leute, wenn ihr nicht wisst, wie man die KI einstellt, so stellt man die KI ein. Ihr müsst das auf hoch stellen, die Priorität. Falls ihr das nicht versteht, ich habe ein extra Video gemacht, wie man die KI einstellt. Ich werde es nochmal verlinken, als vielleicht kommt das jetzt oben irgendwo rechts in der Ecke. Guckt es euch einfach an. Ich erkläre euch genau die KI. Deswegen, und die KI ist bei mir immer gleich. Die wird immer so aufgebaut, nur als Info. Guckt es euch einfach an. Deswegen, ich werde jetzt nicht jedem Einzelnen die KI zeigen. So. Wir packen jetzt die mal rein und testen das auch einmal aus. Let's go. Also das auf jeden Fall dazu. Guckt euch dieses KI-Video an, wenn ihr nicht wisst, wie man KI richtig einstellt. Auch wenn ihr denkt, ihr wisst es, guckt es trotzdem an, glaubt es mir. Ich habe schon bei sehr, sehr guten Leuten gesehen, dass sie das nicht wussten.
Also wirklich Leute, die halt unter den Top 5 Gilden sind. Ne? Also selbst wenn die das nicht verstehen, dass die KI richtig eingestellt wird. Deswegen kann sein, dass ihr es vielleicht auch nicht wisst. Deswegen guckt nochmal nach. Also ich empfehle euch das Video wärmstens. Da erkläre ich ganz genau, wie die KI funktioniert und wie die Prioritäten funktionieren und ja. So, also an sich läuft das Team auch perfekt. Wir brauchen ja keinen Crit Rate an sich, haben wir ja gesagt, wegen dem Revolver. Der hat ja 100%. Ihr könnt natürlich den Revolverheld auch auf 70% bauen, dann könnt ihr natürlich die Scharfschützen davor drankommen lassen und ihr kriegt immer wieder den Crit Rate Buff auf euren Revolverheld. Damit könnt ihr bessere Stats oder mehr Glück bauen, natürlich definitiv. Ist auch völlig fein. Ähm, die anderen können auch auf jeden Fall viel, viel mehr Glück vertragen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die anderen aussahen von den Bauteilen. Da können wir gleich nochmal nachschauen. Und ja, läuft aber auch. Also, ist super. Wenn ihr natürlich die Lichtdodo-Reiterin habt, könnt ihr natürlich auch die Lichtdodo-Reiterin benutzen. Ne? Es ist auch deutlich angenehmer als die Feuer. Ich meine, die Feuer hat den Slow, den Pushback, aber die Lichtdodo-Reiterin hat natürlich den Schaden. Was halt nochmal extra Schaden macht und ihr schafft es vielleicht schneller, wenn ihr den Run ein bisschen schneller machen wollt. Aber ansonsten empfehle ich euch einfach, baut das Team, was ich schon mal gebaut hatte mit dem Irrlichtfänger und den 2 Licht-Dodo-Reiterinnen. Seid ihr auf jeden Fall good to go. Ja. Also der Boss haut trotzdem noch richtig rein. Also das ist schon eine Hausnummer. Definitiv. Der macht auf jeden Fall guten Schaden. Aber sollte auch kein Problem sein. Ja. Schaden ist immer noch sehr stark. Ja, 230. Also schenkt sich nicht viel. Ist sogar langsamer irgendwie. Ja, kurz zu ihr. Guck mal, sie ist auch nicht auf Glück gebaut, sie ist auf Geschwindigkeit gebaut. Aber sie ist auch für mein anderes Team gebaut, deswegen ist das ganz okay. Ja, Genauigkeit auch wie bei ihr. Also ihr braucht den Pushback hier. Crit-Rate hat er jetzt sehr, sehr wenig natürlich, klar. Verständlich. Das ist mein normales Team. Also was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist diese Stats zu bekommen. Ihr solltet ungefähr 2000 Attack haben mit dem Inspirieren-Set, sogar ein bisschen mehr. So 2000, ne? So 2050 plus. Crit-Rate 100% natürlich, definitiv. Ihr wollt ja critten, aber Crit Damage kann niedriger sein. Ich glaube, ich habe hier zu viel Crit Damage. Aber so müssen ungefähr die Stats von eurem Irrlichtfänger aussehen, damit dieses Team funktionieren kann. Ich kann es auch noch einmal zeigen kurz. Wenn zumindest ein Irrlicht überleben sollte, dann ist es nicht so schlimm, weil ihr könnt da mit dem ersten Skill, mit dem meisten, da kommen wir wieder zur KI. Also, ne? Guckt euch das Video an. Dann funktioniert das schon. Aber wenn mindestens 2 überleben, ist dann die Skill-Abklingzeit falsch und dann greift die wieder falsch an. Das ist nicht so gut. Dann werdet ihr auf jeden Fall wipen. Das ist das Problem. So, zack. Ja, das ist mein Team so quasi. Ich kann es euch auch auf jeden Fall von den Bauteilen her zeigen. So. Also wie gesagt, der muss auf jeden Fall sehr stark sein. Es ist halt leider so. Skill-Ups braucht er definitiv zumindest bis 4, damit er den Schaden hat. Das ist meine Puppenkünstlerin. Auch Genauigkeit ist halt jetzt zu viel, weil sie auch für andere Sachen benutzt wird. Deswegen hat es ein bisschen mehr Genauigkeit. Ist aber braucht ihr nicht. 85 bis 100% reichen. Dass ihr einfach dazwischen seid. Hat auch nicht viel HP. Alles andere ist völlig egal. Guckt halt nur, dass ihr sie auf Inspirieren baut. Genauso auch bei der Dodo-Reiterin hatte ich auch schon gezeigt. 100 Accuracy ist völlig fein. Auch Inspirieren.
Meine Dodo-Reiterin, die erste Licht, hat 92% Crit Rate. 85% reicht ja vollkommen für diesen Dungeon. Wenn ihr sie aber in Heavy Metal benutzt, solltet ihr sie zumindest auf 100% haben. Crit Damage 190, glaube ich, reicht auch schon vollkommen aus. Attack ist nicht wichtig, Leute. Vergisst Attack. Ich habe hier nur Attack, weil ich hier Crit Rate und Crit Damage habe. Das hat nichts damit zu tun, dass ich auf Attack gehe. Ich glaube, hier sogar habe ich viel weniger. Ne, habe ich auch mehr. Ne, was ist? Habe ich. Was ist die falsche? Ne, tatsächlich. Okay. Beide haben leider in dem Fall Attack hier, aber. Okay. Verstehe. Ne, es ging mir nur um die Crit Rate und Crit Damage. Ich habe leider keine besseren, sonst würde ich hier Glück reinpacken und hier würde ich wahrscheinlich LP reinpacken, damit sie mehr tanky werden. Zu dem Team davor, also hier zumindest guckt, dass ihr auch auf die 90 plus kommt, Genauigkeit. Am besten 100, dann solltet ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein. Bisschen HP, bisschen Speed. Er sollte auf jeden Fall schneller als eure ganzen Buffer sein, ne? Also er muss schneller sein, wie zum Beispiel der Riese, als auch die Scharfschützen, weil die geben ja Buffs. Das heißt, er muss davor drankommen, damit wir den Debuff auf den Boss bekommen, so, damit die halt dann ihren Buff packen können und dann halt keinen Buff auf ihn bekommen. Darum geht's. Also ihr müsst gucken, dass der Kürbis immer so schnell ist. Also er muss nicht der schnellste sein, aber er sollte so schnell sein, dass er zumindest vor allen Buffern noch drankommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Mein Kürbis ja schon, mein Riese hat Betäubungsset, einfach wegen verlorener Tunnel, braucht ihr aber nicht. Könnt den einfach Full Tank bauen. Ähm, hier auch, ihr braucht nicht Geschwindigkeit, ihr könnt auch auf Glück bauen, ist völlig fein. Ich werde wahrscheinlich auch jetzt mal demnächst ein Team bauen, um auf die 250% Glück zu kommen, damit wir dann den Hero-Modus freischalten. Aber da habe ich ja schon ein Video gemacht für Riese. Guckt euch gerne an, wenn ihr es noch nicht angeschaut habt. Da erkläre ich, warum ich persönlich den Hero-Modus wahrscheinlich nicht benutzen werde. Überhaupt nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich das Team einfach benutze und es funktioniert und ich muss da nicht jetzt unbedingt viel mehr farmen. Ansonsten, ja, das soll es gewesen sein, glaube ich. Mehr gibt es da nicht zu erzählen. Was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt auch so spielen. Klar, das geht natürlich auch. Lass mich kurz überlegen. So. Ich überlege gerade. Brauchen wir die? Nee, brauchen wir nicht. Wir könnten dann noch. Ja. Das kann ich euch auch mal gerne zeigen. Damit ihr auch das mal gesehen habt. Ich glaube, das Team sollte ein bisschen schneller sein. Das sollte ein bisschen schneller sein. Also, falls ihr mal den Revolver halt nicht benutzen wollt, ist auch völlig fein. Wenn ihr ein bisschen mehr Schaden machen wollt. Wenn eure Elements tanky genug sind, sollte das Team auch völlig fein sein. Das sollte eigentlich vollkommen fein sein. Ihr habt sogar den 18% Crit Rate Lead, bedeutet, ihr müsst eure Dodo-Reiterin nicht mal so viel Crit geben. 85 braucht sie per se. Bedeutet, mal 18% weg, seid ihr bei 78, 68%. Also 68% braucht ihr circa. Nee, 67%, sorry. Ich meine, das macht nicht so mein Ding. Nein, kleiner Scherz. 67% braucht ihr. Ja. Ist ja blöd, wir werden hier gestunt. Warum auch immer. Hm. Unsere Dodo-Reiterin, ja, okay. Ist kurz vor Abnippeln gewesen. Ist halt schon gefährlich. So. Okay, guck, da haben wir jetzt den Debuff nicht gehabt. Bedeutet, ihr braucht die 92, ihr braucht die 100% Accuracy, braucht sie. Das haben wir am lebenden Beispiel jetzt gesehen. Heißt, 100% ist wichtig auf ihm. Sonst hittet er nicht, leider.
Das ist jetzt echt schlecht. Hm, schade. Das bedeutet, wir brauchen hier die 100%. 100% ist wichtig. Kriegen wir bei hin, ist kein Problem. Ich habe das Ding noch nicht abgegradet. Damit sollten wir die 100% haben. Perfekt. So. Lass es mal laufen, dann sind wir gleich wieder da. So, da sind wir wieder zurück. Dann schauen wir jetzt mal, wie es jetzt funktioniert. Wir haben ja auf jeden Fall die 100% Genauigkeit. Die 100, doch, 100%. So, hat gelandet. Perfekt, so, da ist auch der Schaden. Es ist halt nervig. Vielleicht müsste man die Turnorder umstellen, dass zumindest nicht die Lichtdodo-Reiterin den 5. Hit abbekommt. Vielleicht einfach so gucken, dass der Wasserkürbis den Hit abbekommt. Das wäre vielleicht am besten. Weil, vergiss nicht, der Wasserkürbis hat ja noch die Passive, dass, wenn er gestunt wird, der Debuff um eine Runde verkürzt wird. Dadurch kommt er einfach aus dem Stun wieder raus. So. Auch 2 Minuten, also ist völlig fein. Würde auf jeden Fall empfehlen, da die Turnout ein bisschen zu ändern, dass dann einfach bei den Hits nicht die Lichtdodo-Reiterin getroffen wird. Das wäre. Das Lustige ist, sie ist die langsamste, ne? Hm, interessant. Dass sie dann noch getroffen wird. Naja. Aber ihr könnt ja dann selber euch dann tunen, indem ihr guckt, wie kommt das Team mal voran, was muss man machen, damit sie nicht den letzten Hit bekommt, aber sie ist halt bei mir sehr, sehr langsam. Also viel schneller bekomme ich sie nicht. Viel langsamer auch nicht. Das würde dann wahrscheinlich bedeuten, dass ich jemand anderes langsamer machen müsste, aber es ist jetzt auch völlig fein. Ja, das sind auf jeden Fall Alternativen für euch. Ihr könnt gucken, wie es euch für euch am besten passt. Schaut einfach, welches Team zu euch passt. Genau, Bauteil habe ich ja von allen gezeigt. Also, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.